Du denkst vielleicht, du bist einfach unentschlossen, dass du dich schwer tust mit Entscheidungen, weil du zu viel denkst oder weil du Angst hast, Fehler zu machen. Doch die Wahrheit ist, deine Unsicherheit hat eine Geschichte. Sie kommt nicht aus dem Nichts und sie ist kein Zeichen von Schwäche. In diesem Video schauen wir gemeinsam hinter den Nebel, dahin, wo alte Prägungen dich heute noch lenken. Ich nehme dich mit auf einen Weg zu mehr Klarheit, der nicht laut und radikal ist, sondern still, wahr und tief. Entscheidungen zu treffen sollte sich leicht anfühlen, zumindest die kleinen alltäglichen. Was du essen willst, was du heute anziehst, ob du einen Spaziergang machst oder nicht. Diese alltäglichen Entscheidungen geben uns ein Gefühl von Kontrolle, Autonomie, Identität. Sie sind nicht banal, sie sind Übungsfelder für Selbstverbindung. Und oft genau dort beginnt das Problem. Selbst da spürst du das Zögern. Doch wenn schon die kleinen Entscheidungen schwer fallen, wie soll sich dann das Große anfühlen? Denn ja, es gibt auch Entscheidungen, die sich nicht leicht anfühlen müssen. Nicht sofort. Große Lebensentscheidungen. Eine Trennung, ein Jobwechsel, ein Neuanfang. Sie tragen Wucht, Tiefe, Bedeutung und oft auch Angst. Aber selbst bei ihnen spüren wir irgendwann, da ist ein inneres Ja oder Nein. Es ist nur leise, verdeckt, überlagert von Stimmen, Prägungen und Erwartungen. Und genau dort beginnt der Nebel. Dieser Nebel ist nicht nur Verwirrung, er ist oft ein unbewusster Schutzwall, gebaut aus alten Erfahrungen, aus Momenten, in denen du gespürt hast, wenn ich mich zeige, wenn ich klar bin ich angreifbar. Kritik, Ablehnung, Rückzug. Also hast du gelernt, dich lieber zu verstecken, Entscheidungen zu vermeiden oder so lange zu zögern, bis sich alles irgendwie von selbst erledigt. Das fühlt sich sicherer an, aber es kostet dich Kraft und Identität. Denn wer nie entscheidet, lernt sich selbst nicht kennen und das macht müde und traurig. Ein Kind braucht Raum, um sich zu spüren, um zu sagen, ich will das oder ich will das nicht. Aber was, wenn es stattdessen lernt, ich darf nur wollen, was den anderen gefällt? Dann wird jede Entscheidung zum Risiko, zum Drahtseilakt zwischen Bedürfnis und Ablehnung. Und das Kind in dir, das spürt bis heute, wenn ich falsch wähle, verliere ich Liebe. So wird selbst eine Kleinigkeit, was du essen möchtest, wohin du willst, was du fühlst, zur inneren Prüfung. Nicht rational, sondern emotional tief verwoben mit alten Mustern. Der Weg raus beginnt damit, dieses innere Kind wahrzunehmen, nicht als Schwäche, sondern als Teil deiner Geschichte und als Wegweiser zurück zu deiner echten Stimme. Entscheidungsangst ist nicht bloß Angst vor Konsequenzen, es ist die Angst, falsch zu sein, als Mensch. Wenn du gelernt hast, dass Fehler deine Beziehung zu anderen gefährden, dann vermeidest du sie mit aller Kraft. Du denkst tausendmal nach, du holst dir Meinungen, du wartest. Aber unter all dem steckt nicht Unsicherheit, sondern ein altes Bedürfnis. Sicherheit, gesehen werden, nicht verlassen werden. Wenn du das erkennst, kannst du anfangen, anders mit dir umzugehen. Fehler sind keine Bedrohung mehr, sondern Teil deines Wachsens und jede Entscheidung ein Schritt in deine Selbstverantwortung. Nicht, weil sie richtig ist, sondern weil sie von dir kommt. Klarheit ist kein Gedanke.
Sie ist ein Gefühl, eine Stille in dir, die plötzlich da ist, wenn du nicht mehr suchst, sondern lauschst. Der Körper weiß oft, was der Kopf noch zerdenkt. Dein Herz spürt das Ja, lange bevor du es erklären kannst. Und genau dort beginnt deine Wahrheit. Wie du dorthin findest, indem du dir Raum gibst. Allein, ohne Input, ohne Ablenkung. Vielleicht ein Spaziergang, ein Notizbuch, eine halbe Stunde nur für dich, ohne Erwartung. Stell dir vor, dein inneres Ja ist wie ein scheues Tier im Wald. Es zeigt sich nicht, wenn du es jagst, aber wenn du still wirst, neugierig und offen, kommt es näher, Schritt für Schritt. Und du erkennst, das bin ich. Und das hier kannst du ganz konkret tun. Erkenne an, dass dein Zögern kein Fehler ist, sondern ein Schutz. Wenn du spürst, dass du dich nicht entscheiden kannst, frag dich nicht sofort, was stimmt nicht mit mir, sondern sage, mein System versucht gerade, mich zu schützen. Führe ein Entscheidungstagebuch. Nimm dir jeden Abend 5 Minuten und schreib auf, welche Entscheidungen habe ich heute getroffen? Was hat sich leicht angefühlt? Wo war ich unsicher? Allein dieses Beobachten ohne Bewertung bringt dir Klarheit. Frag dich nicht, was ist richtig, sondern was fühlt sich wahr an? Die Wahrheit ist oft leise, aber sie hat ein klares Echo in dir. Du merkst es an deiner Atmung, an etwas mehr Frieden in deinem Körper. Übe dich in kleinen Entscheidungen. Fang nicht gleich mit den großen Lebensfragen an, sondern was möchte ich heute essen? Was ziehe ich an? Wohin zieht es mich gerade intuitiv? Jede kleine, bewusst getroffene Entscheidung stärkt deinen inneren Muskel. Sprich mit dem Kind, das du mal warst. Setz dich hin, schließe deine Augen und frag, was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Was brauchst du, um zu vertrauen? Und dann lausche. Vielleicht kommen Bilder, Gefühle, Erinnerungen. Halte sie einfach, ohne sie zu bewerten. Reduziere die Stimmen von außen. Je mehr Meinungen du einholst, desto mehr verlierst du deine eigene Stimme. Triff eine Entscheidung mal ganz ohne Beratung. Nur du und erstmal nur eine kleine. Und beobachte, wie sich das anfühlt. Vertraue auf die Korrektur. Die meisten Entscheidungen sind nicht endgültig. Du darfst anpassen, nachjustieren, neu wählen. Es geht nicht um Perfektion. Es geht um Bewegung. Du musst dich nicht überwinden. Du darfst dich erinnern an das Gefühl, dich selbst zu kennen und dir selbst zu glauben. Vielleicht warst du zu lange im Außen unterwegs, hast gefragt, verglichen, gezögert, aber dein innerer Weg beginnt genau hier, mit einem kleinen Ja, einem sanften Schritt zu dir zurück. Du wirst nicht sofort alles wissen. Du wirst nicht jedes Mal klar fühlen. Aber mit jedem Mal, wo du stehen bleibst und horchst, entsteht Vertrauen. Vertrauen in deine Stimme, in deinen Wert, in deinen Weg. Denn das ist kein Ziel. Es ist ein stilles, echtes Heimkommen. Und du bist nicht allein auf ihm. Wenn du gerne mehr von mir hören möchtest,
dann abonniere meinen Kanal. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.